Orison ist in Varese angekommen. Mit dem LKW. Sieht alles soweit ganz gut aus. Im Wasser ist die Gute mal. Ging ratzfatz. Jetzt sind wir noch am Mast zugange, haben auch die Saarlinge hingebaut. Antenne, Index und so weiter. So, die letzte große Aktion. Jetzt muss der Mast noch gestellt werden. Personal ist hier super. Die sind zu dritt und die machen das echt prima. Andi hilft ein bisschen mit, aber wir würden das wahrscheinlich auch alleine hinkriegen. Bolz nicht drin. Das ist schon mal gut. Sich mal festhalten. Die Jungs, die ziehen sogar die Schuhe aus, wenn sie aufs Boot kommen. Das habe ich auch noch nirgends erlebt. Hüpfen da mit Socken rum. Super. Mittags um 12 Uhr. Der Mast steht schon, ist nicht so gut wie fertig. Drüben mussten das Bimini aufbauen, Sprayhut aufbauen. Aber Mast steht, ist im Wasser, alles eingeräumt. Läuft. Und jetzt kriegen wir unseren Liegeplatz zugewiesen, gell? Genau. Da fahren wir jetzt dann gleich rüber. Ich weiß es nicht, ob der nochmal herkommt und uns das sagt oder ob wir in die Gasse 2 reinkommen sollen. Aha, okay. Das ist richtig verstanden. Jetzt warten wir bis 12 und wenn ich fahre mal drüber, Genau. oder? Mhm. Ja. Ist noch ein bisschen chaotisch. Alles vollgestellt. Wo man hinsieht. Wir sind heute die ganze Nacht im Auto durchgefahren, haben das Boot gekrant. Schon größtenteils aufgebaut, war ein ganz schön langer Tag. Wir haben ein bisschen Brotzeit. Ja, griechischen Salat habe ich gemacht, den wird es jetzt öfters geben. Ist nämlich super bei den Temperaturen. Ein kaltes Bier. Ein kaltes Weinschorle. Ist nämlich richtig warm. 29 Grad hat es heute gehabt. Jetzt wird es langsam angenehmer. Ja, hier sind wir in einer richtig hübschen Marina gelandet. Die Marina Varese oder die Marina in Varese. Toller Service, gell? Hat alles prima geklappt. Total nette Leute. Ja, ist nicht ganz die billigste Marina, kostet die Nacht 50 €. Aber sehr schön, gefällt uns. Und heute werden wir nicht mehr viel machen, aber morgen werden wir mal ein bisschen die Gegend, okay, erstmal ausschlafen und dann die Gegend erkunden. Zum Wohl. Zum Wohl, Schatz. So, unsere Orison bekommt nochmal ihren Namen, diesmal aufs Heck, in groß. Sonne verabschiedet sich gerade. Jetzt haben wir heute schon mal unsere Gangway gebraucht. Also ich zumindest brauche sie, weil mir ist das Boot zu weit weg. Und die ist echt praktisch. Die steckt ja sonst hinten im Heck drin. Muss man nicht viel aufbauen. Einfach rausnehmen und hinhängen. Super. Ui. Und wie gerade? Sehr hübsch. Oh, schön. Ein Blick über die Mole. Da draußen ankert einer. Der ist gescheit. Der zahlt nichts. Da sitzt mein Süßer. Und hier kann man den ganzen Hafen überblicken. Im schönen Abendlicht. Ein Boot, was gar nicht auf mein Foto passt. Jetzt muss ich es filmen. Eine Mega-Yacht. Aber die ist noch ganz neu. Ich glaube, die wird erst ausgeliefert. Hammer. Und da vorne, wow, liegt die nächste. Schau mal die großen Fender an. Jetzt wollten wir uns einen neuen Fender kaufen, aber der passt leider nicht in die Backskiste rein. So ein Mist. So, wir legen das erste Mal ab. Wir haben leider keine Spray und kein Bimini mehr. Das Ganze muss nochmal geändert werden, war noch nicht ganz perfekt. Deshalb sieht das Ganze jetzt hier ein bisschen komisch aus. Also wir haben lauter hier so Gerippe an Bord. So kahle Gestelle. Und jetzt schauen wir mal, wie es da draußen ausschaut.
Gleich um die Ecke hier ist so schön sandige Stelle, wo man tagesankern kann. Und haben wir es gleich mal ausprobiert. 7 Meter hat es hier. Man kann wunderbar auf den Grund gucken. Da ankern noch mehr Boote. Ist total offen, hat auch Welle. Wir haben schon unsere Rockerstopper hingegangen. Ups, und schaukelt trotzdem ein bisschen. Da drüben ist das Ufer. Da werde ich jetzt mal rüber schnorcheln, denke ich. Da wird nicht viel sehen, aber probieren kann man es ja. Schaut jemand Fußball? Da spielt nämlich gerade Deutschland gegen Mexiko. Und Mexiko führt. Begeisterung hält sich in Grenzen, gell? Ja. Wir sind auf dem Weg Richtung Westen, Richtung Andorra. Der Ort heißt Marina di Andorra. Und da ist auch eine Marina. Da wollen wir rein. Und was haben wir für Windverhältnisse, Schatz? Gerade Wind 7,8, leicht von hinten. Und ja, 90 Grad, scheinbar 90 Grad, eigentlich ideal. Aha, fühlt sich ganz gut an, ja. Der Wind hat aufgefrischt. 15 Knoten, oder? Was haben wir? 17, 18. 17, 18. Wir kommen gut voran. 7 Knoten Geschwindigkeit. Wir steuern nach Windwinkel. Das macht der Autopilot. Das ist ganz prima. Funktioniert auch gut. Und Andi, der turnt gerade da vorne rum und stellt die Wanten nach. Ich habe mal unser Tablet rausgeholt. Das spiegelt nämlich unseren Plotter. Unser Plotter ist ja drinnen eingebaut. Das kann man hier genauso bedienen wie den Plotter auch. Wir kommen gut voran Richtung Marina di Andorra. Der Wind hat sich jetzt geändert. Wir müssen jetzt aufkreuzen, haben den Wind also eigentlich genau aus der Richtung, wo wir hin möchten. Und zwar aus dieser da. Wir müssen an dieser Insel noch vorbei. Und dahinter, an dem Kap, was man da sieht, da müssen wir auch noch rum. Und da kommt dann die Marina, in Marina di Andorra. Aktuell haben wir so 14 Knoten Wind, scheinbarer Wind, und segeln um die 5 Knoten. Andi stellt nochmal die Wanten nach. Wanten nachgespannt und am Segeln. Ja. Andi hat am Plotter mal das AIS aktiviert. Das ist das automatische Identifikationssystem. Und da sieht man andere Boote, die auch mit AIS ausgestattet sind. Die sind hier in dem Fall grün. Und das ist ganz wichtig, wenn man nachts unterwegs ist, im Dunkeln, dass man dann auch sieht, ob andere Boote in der Nähe sind. Herrlich. Gerade eben haben wir in Porto di Andorra festgemacht, neben dem Ort Marina di Andorra. Ja, war nicht so einfach, weil gerade da, wo wir hingefahren sind, keine Mooring war und ruckzuck lagen wir ein bisschen schräg, weil es hat doch Seitenwind und das Boot ist doch noch etwas ungewohnt.
Aber dann haben wir es doch noch hingekriegt. Und man muss sagen, wir haben ja jetzt Mitte Juni und das ist der Transitsteg, also die Gastliegeplätze sozusagen. Und da liegen jetzt wir und hier noch ein Motorboot. Sonst sehe ich da gar niemand. Aber sonst sehr schön hier. Auch wieder sehr hübsche Landschaft. Etwas im Gegenlicht. Und jetzt tun wir schnell duschen hier am Steg. Deswegen schlecht legen, weil ich keine Mudding mache. Habe ich ja gesagt. Und dann gehen wir Pizza essen oder irgendwas. Auf jeden Fall haben wir jetzt Hunger. So, heute haben wir schon etwas gelernt. Und zwar, dass man sich per Funk anmelden muss. Das haben wir gewusst, das haben wir auch versucht, haben niemand erreicht und sind dann in die Marina reingefahren, haben angelegt am Transitsteg, das haben wir euch ja gezeigt. Und sind dann Pizza essen gegangen, weil wir echt Hunger hatten. Und als wir zurückkamen, stand ein leicht erboster Hafenmeister da und hat geschimpft, warum wir uns nicht angemeldet haben. Also das nächste Mal heißt es, wenn wir niemanden erreichen, per Telefon oder Funk oder wie auch immer, anlegen und warten. Man lernt nie aus. Wir radeln zum Einkaufen. Ohne Rad ist echt blöd, aber mit Rad ist super, viel luftiger, viel schneller. Guck. Ja. Hast du mich gefunden? Vergessen, ja. Okay. Ganz wichtig. Können wir auch Joghurt und Kaffee. einen Joghurt ansetzen. Ja. Okay. So, sind wir wieder versorgt. Bisschen verräumen. Und dann haben wir heute einen freien Tag, gell? Ja. Können wir uns mal überlegen, was wir Schönes machen. Gespannt, wie das Bier schmeckt. Das ist genauso groß wie in Thailand, 0,66. Ja, ich hoffe, dass es ja recht süffig ist und nicht so bitter. Ja. Sonst mag ich es nicht. Wenn es gut ist, kaufen wir es wieder. Genau. Was billigste? Das ist die Marina Porto di Andorra. Da drüben liegt die Orisan mit dem Sonnendächle. Und heute hat es gar nicht so viel Wind wie gestern. Heute geht es weiter Richtung Sanremo. Wir motoren gerade, weil es keinen Wind hat. Und jetzt fahren wir gerade an diesem hübschen Ort da drüben vorbei. Das ist San Bartolomeo. Sieht von Weitem ganz toll aus. Es ist wieder Wind aufgekommen und wir haben die Segel gesetzt. Und jetzt kommen wir gerade an San Lorenzo vorbei. Ein sehr hübscher Ort. Sieht toll aus. Da drüben ist die Marina Imperia. Schön. Almost escaping my memory. But in the morning when I came to, I thought of you, I thought of you, I thought of you. Es gibt Kaffee, ich koche gerade Wasser. Ist auch gerade fertig. French Press machen wir. Haben nicht viel Wind, gell? Nicht viel Lage, da können wir schön draußen Kaffee trinken. Ja. Wahrer Wind 3,7, Geschwindigkeit 3,7, scheinbar Wind 5,2. Also wir fahren noch. Ja, das heißt, Ganz gemütlich.
Wir sind gerade auf dem Weg nach Sanremo. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen raussegeln aufs offene Meer und dann wenden wir noch mal rüber und hoffen, dass wir einen Anleger auf Sanremo haben. Total entspannt heute, kaum Welle, wenig Wind. Wir kommen aber trotzdem ganz gut voran. Ist richtig schön, wir kommen gerade richtig runter. Super. Da bin ich wieder eingeschlafen, wie Motoren. Das Wasser ist wirklich aalglatt. Dort hinten, wo man die Wolken sieht, da drunter müsste vom Kurs her Korsika liegen. Da wäre ich am liebsten hingesegelt, aber wir müssen Richtung Frankreich, Richtung Rhone-Delta, das Boot an Land stellen. Am Buchspiel vorne voll das Titanic-Feeling. Oder Michael Bolton. Super. Du Kasper. Sprinter. Wir steuern auf Sanremo zu. Und dieser Küstenabschnitt hier, der ist sehr schön. Und der nennt sich die Blumenriviera. Porto Sole, this is a sailing vessel Horizon. Hello, we would like to stay one night in your marina. Do you have a bus for us? Sorry? Yes, yes. We would like to stay one night. Transit. We are 11 meters and 345 beam. Horizon? The name of the boat is Horizon. Horizon. Horizon, please proceed inside. The second key to your left, there will be someone waiting for you. Okay, thank you very much. We will arrive in about 10 minutes. Okay, grazie. Grazie mille, ciao. So, jetzt schauen wir mal, ob da jemand auf uns wartet und uns einweist. Erfolgreich in Sanremo angelegt, mit 2 Moorings festgemacht. Sollten wir so machen. Haben auch Hilfe gehabt. Das klappt natürlich dann super, vor allem Wind hat es auch gern gehabt. Wir liegen hier neben einem relativ großen Motorboot. Da drüben liegt auch gerade ein großes Motorboot an. Und hier liegt ein kleines Segelboot und da wieder große Boote, also Wahnsinn. Aber toller Service. Reingefahren und gleich ist jemand angesprungen gekommen und hat uns geholfen und eingewiesen. Andi ist gerade im Hafenbüro und gibt unsere Papiere ab und meldet uns an. Und bei mir gibt es einen Anleger. Cheers! Und? Alles gut gegangen. Ja, ja. Dürfen wir bleiben. Eine ganz nette Dame in Rezession, sollte ich schön grüßen. Hab mir überall gezeigt, wo die ganzen Shoppingmeilen sind, wo wir hingehen müssen. Echt, oder? Ja. Ist ja witzig. Den Sonderpreis haben wir auch bekommen. Schon wieder? Ja. Sehen wir so ärmlich aus. Was haben wir gezahlt? Statt 69,50. Wow, Hat das mit 10 Meter berechnet. 50 Euro die Ganz eine Nacht. freundliche Dame hier. Okay, 50 Euro, knackig. Ja. Ja, naja, scheiß Sanremo, gell? Ja, das geht aber, das ist ja der Hammer. Tolle Marina. Da liegen Boote drin. Ja, das ist ja beim Abartig. Reinfahren schon Mhm. gesehen. Und da ist es dann die alte Eisenbahnstrecke, haben sie umfunktioniert als Fahrradweg. Ah, So unbedingt radeln, wenn wir Reiter dabei haben. Dann kann also man Innenstadt Klappfahrräder kommt wieder da rein. rausholen. Super, dann machen wir das jetzt. Dann gehen wir jetzt duschen und dann Genau. bauen wir die Klappfahrräder auf. Genau, das Stapler haben wir auch bekommen. Cool. Die war echt nett. Ja, hier in Sanremo liegen die großen Boote drin. Das Prägel ist fantastisch. Ich glaube, die hat 100 Fuß. Fantastisch. Jetzt fahren wir in die Shoppingmeile rein, hat uns die Hafenmeisterin empfohlen, dass wir mit der Silvia hingehen. 3 Millionen Boutiquen soll es da geben. Sie hat einen großen Geldbeutel dabei, sagt sie gerade. Schick, schick.
Schauen wir mal. Um die Ecke. Jetzt sind die Shopping-Meile. Hübsch. Das hat doch was. Eisrecken. Oh ja. Und die Silvi wieder am Eis essen. Ja, leider schon alle. Können wir uns noch mal eins holen heute? Nee. Das ist eine Eisdiele an der nächsten. Es geht Licht aus. Das war jetzt unsere letzte Station in Italien, Sanremo, an der italienischen Riviera. Als nächstes wollen wir an der Côte d'Azur entlang segeln, beginnen in Menton, Monaco vorbei, Nizza und Cannes. In Monaco wollen wir wahrscheinlich nur vorbeifahren, mal gucken von außen. Da wird uns der Liegeplatz zu teuer sein zum Anlegen. Da gehen wir dann lieber woanders essen mit von dem Geld. Und ja, wenn euch unsere Videos gefallen, Dann tut sie bitte liken und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonnieren. unseren Kanal abonnieren. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Ciao.